Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf dem Main, sind immer noch Stufe 777, auch gerade hier live im Stream am Start. Schöne Grüße an den Chat hier über mir. Ja, was geht, was geht. Wir sind auch noch, solange der Elevator da ist, jeden Tag online. Ich versuche, ja, so gut es geht, jeden Tag für euch hier am Start zu sein, für die Dropperinos etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Außer am Sonntag bzw. Schrägstrich Samstag eventuell bin ich nicht da, weil da bin ich auf der Dokumi. Ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch. Um 12 Uhr ist da ja an der Shakes and Fidget Booth Community Meetup und dort sind wir auch den ganzen Tag vor Ort am Start. Ja, in dem Video heute will ich so ein bisschen auf den Elevator eingehen. Wir pushen ein paar Ebenen auf 600 entspannt und holen uns die Boni hier ab und so und gucken mal, wo wir momentan gerade so stehen. Ich habe noch nicht gepusht heute, das machen wir jetzt direkt. Und wir haben auch eine kleine Liste am Start hier. Und zwar hatte die, glaube ich, dein Nachbar erstellt oder so. Die hat mir Charlie geschickt. Die ist vom 24.05. Und das ist die Singleplayer Rangliste vom Elevator von vor 2 Tagen. Und dort sehen wir, dass wir momentan gerade auf der 1 sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir hier mit F9 natürlich einen Tag voraus sind. Das muss man noch mit einkalkulieren. Ich glaube, ich mache so pro Tag, ich weiß es gar nicht ganz genau. Wir können ja mal gucken, was wir heute pro Tag so machen, um dann den Fortschritt mal zu messen. Ansonsten, der erste ist hier Nikolai, der hier auf F16 spielt. Da können wir ja mal einen kleinen Blick risken, wie weit er jetzt heute schon gepusht hat. Gehen wir mal in die Solo-Rangliste rein. Der ist auf 265k momentan, der gute Dude. Und das ist der aktuelle Fortschritt bei ihm. Ja, das ist auf jeden Fall, wir haben 263k. Also ich habe heute allerdings noch nicht gespielt. Dadurch, dass ich aber heute noch nicht gespielt habe, bin ich quasi auf dem Stand von gestern. Falls er heute schon gespielt hat, checkt ihr, wie ich meine? Dass er quasi so aufgeholt hat, so mäßig. Also 265k hatte er hier heute und ich habe noch nicht gespielt und bin auf 263k. Also ich bin, denke ich mal, am Ende des Tages nicht auf der 1 zum Ende des Elevators. Aber wir sind auf jeden Fall relativ weit oben mit dabei. Ansonsten haben wir hier auch nochmal die Elevator-Liste vom 24.05. Ist auch schon wieder ein paar Tage her. Die Unfassbaren sind momentan auf der 1, Elevator Elite Team 2, Endgegner 3. Also Endgegner sogar diesmal auf die 3 gerutscht. Sehr interessant, wie das hier so die Tage weitergeht. Ich hätte gedacht, dass die Endgegner dahingehend, ja, also zumindest dann, wenn sie nicht 1 sind, auf die 2 sind. Aber auch sehr starke Leistung, muss man wirklich sagen, von den Unfassbaren. Die spielen hier richtig einen auf. Wenn wir da mal auf den Server raufgehen wollen, dann sehen wir hier momentan aktueller Standaufnahme jetzt 26.05. 18:41 Uhr. 8,9 Millionen Höllenmarken haben die Unfassbaren, gefolgt von Phoenix mit 8,3 und die Endgegner sind jetzt hier auf 8,5 und Gods of Light auf 8,2. Also ja, das ist momentan so ein bisschen der Stand beim Elevator, ne? Und genau, bevor wir hier ein paar Ebenen pushen, ich bin gestern auch in die IHOF eingezogen. Wir haben uns mal wieder getraut, einen kleinen Fight zu machen um 18 Uhr. Sind hier jetzt auf Platz 10 weltweit in der IHOF und haben gegen 3Arc aka Tugor, aka Pluto gefightet und haben anscheinend auch gewonnen, weil wir über ihm sind. Ja, ich hätte heute mich auch gerne reingemogelt in die IHOF, weil ich hätte auch gerne, muss ich sagen, irgendwie gegen Hedges gespielt. Ja, der spielt ja auch auf dem Server, wo mein BM ist. Hedges, schöne Grüße, starker Assassine, hätte ich sehr gerne gesehen gegen meinen Main. Oder ich hätte auch gerne gegen Strider gespielt, ja. Aber vielleicht können wir uns ja morgen nochmal reinmogeln in die IHOF. Auf jeden Fall gucken wir uns mal den Fight an. Und ich habe ihn schon gesehen, es ist wirklich ein sehenswerter Fight, weil normalerweise gehen die Battles in der internationalen Rangliste immer nur, gerade bei Mages, zack, ein Crit, boom, weg. Oder höchstens 2 Treffer, boom, weg. Ja? Und dafür muss ich sagen, es hat aber auch keiner gekrittet. Deswegen ging der Fight auch ein bisschen länger.
Ja, hier haben wir einmal gekrittet, nicht mit, also es war kein guter Crit, ansonsten wäre auch 3-Arc hier down gewesen und haben ihn tatsächlich besiegen können, aber auch halt eben nur, weil er halt nicht gekrittet hat. Ne? Ansonsten ist er, was das angeht, natürlich von den Statpoints ein bisschen stärker an der Stelle, also GG's. Jo, das auf jeden Fall dazu. Ansonsten, ja, bin ich hier momentan gerade dabei, eigentlich so jeden Tag meine Ebenen zu spielen hier. Es wird von Tag zu Tag natürlich auch immer noch mal ein bisschen leichter, weil wir jetzt hier momentan auf plus 12% Bonusschaden sind, die wir jetzt hier durch die Schleckerei bekommen. Und von daher ist das eigentlich ja easy going, würde man meinen. Nichtsdestotrotz merkt man es nicht so krass, weil ihr seht ja jetzt schon hier irgendwie gerade wieder, sind wir ein bisschen stuck, ne? Also so leicht stuck, sag ich mal, ne? Jetzt nicht so komplett, aber der ein oder andere Blockgegner ist schon nochmal mitunter dabei. Ansonsten befinden wir uns jetzt mit Celtic gerade auf Platz 2 in der Gildenrangliste. Slicer kommt aber immer näher an uns ran. Das ist das, was ich die letzten Tage auch so gesagt hatte, gerade zum Start vom Elevator, dass Slicer am Start wirklich nicht viel pusht. Ne? Horizon ist natürlich schon davongezogen, aber ja, ich sag mal so, Slicer Dicer ist in der Masse, sag ich mal, ein wenig stabiler als unsere Gilde. Wir haben so ein paar Pusher am Start, die gut reinpilzen, so wie mich. Stiefel ist auch immer so ein Kandidat, Seth, Morey. Das sind starke Pusher, die auch gerade zum Start vom Elevator gut einen aufspielen. Aber uns fehlt es halt in der Basis, sag ich mal. Ne? Vom Durchschnitt her, wie die Spieler hier unten spielen, ist Slicer dort. Fuck, jetzt habe ich die weggerollt hier. Ist Slicer dort ein bisschen stärker aufgestellt ich sag mal in der Masse der Spieler. Die nutzen wahrscheinlich die Tickets ein bisschen besser, die Elevator-Tickets und können dadurch halt in der Gemeinschaft einfach besser performen, als wir es tun, die vielleicht dann eher vom Start davon profitieren, so wie mein Account oder die anderen, dass die gut reinpilzen und einen guten Vorsprung holen, weil wir haben zum Anfang echt gut einen vorgelegt, aber ja, mit der Zeit sieht man ja wieder, dass Slicer auch dorthin gehend immer weiter aufholt und uns leider da auch, denke ich mal, bis zum Ende des Elevators auch wieder überholen wird, weil wenn sie nämlich wollen, dann können sie natürlich auch ein paar Pilze investieren, so, ne? Das ist ja für die dann auch nicht so das Problem. So, wir haben den Elevator durch, kein Ding. Wir gehen rein in den Höllenangriff. Wir gehen mal auf die 8. Gute Nacht. Da haben wir gestern auch gewonnen. Können wir uns den aktuellen Fight nochmal angucken. Ich glaube aber, das sollte kein Problem sein. Stiefel ist hier schon gut am Regeln und jetzt brauche ich nur noch den letzten Schlag treffen und dann sind wir hier auch durch. Ja, das klappt ganz easy. Ne? Also bis zur 8 kommen wir eigentlich relativ gut. 9 wird noch zu schwer, aber ansonsten sieht das erstmal schon soweit gut aus. Vielleicht trauen wir uns am Ende noch in die 9 rein, müssen wir mal gucken. Ich denke, das ist auch so ein bisschen unser Vorteil, den wir haben, dass wir vielleicht, ich weiß es nicht, wie es bei Slicer aussieht, ein bisschen besser in den Höllenangriffen performen noch, weil wir ein paar stärkere Accounts haben, aber die haben halt, wie gesagt, in Masse mehr Spieler, die aktiv das Event halt eben nutzen. Nichtsdestotrotz, ob wir nun Platz 2 oder 3 sind, von den Boni eigentlich relativ irrelevant, weil das macht hier wirklich keinen Unterschied. Das sind hier ein paar Minuten in der Goldgrube, die das Ganze hier wieder ausgleicht. Also von daher eigentlich relativ easy going. Ja, ansonsten ist es das erstmal soweit auch zu dem Video gewesen. Ansonsten sind alle Leute hier auch schon im Shakes and Fidget Cup in der Gilde drinne. Pilze sind auch schon alle aufgeladen auf den Accounts, das haben wir heute geregelt. Jeder Spieler hat hier auch jetzt 1000 Pilze auf dem Account drauf. Ne? Ich hatte euch ja gestern im Video gezeigt, wer hier alles teilnimmt bei dem Turnier. Und die sind jetzt hier auch schon alle am Start, wer gegen wen spielt. Ne? Und genau, hier kann man auch dann schon sehen,
hatte ich ja gestern auch im Video gesagt, welche Klassen diese Accounts haben. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Viele freuen sich schon auf das Showmatch. Capso gegen Aurikos. Ich glaube, ein besseres Line-Up hätte man nicht wählen können für die Creator so. Das ist wirklich, ja, das sind wirklich beides sehr starke Server-Start-Pusher mit viel, viel Ahnung, Knowledge über das Game. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf den Ausgang. Ich weiß auf jeden Fall von Aurikos, dass er sich definitiv schon gut vorbereiten wollte auf dieses Turnier. Capso hat im Moment leider nicht so viel Zeit, hat er gesagt, um da ja so ein Deep Dive reinzumachen. Aber er hatte auf jeden Fall Bock, vielleicht auch beim nächsten Mal oder so, da wirklich zu min-maxen, was dieses Format angeht, innerhalb von einer halben Stunde so weit wie möglich zu kommen mit den Voraussetzungen, die wir halt hier eben mitbringen, auf jeden Fall. Deswegen schaltet ein, am Freitag um 20 Uhr startet der Shakes & Fidget Cup. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird und ich freue mich auch schon sehr, sehr drauf und ich hoffe, ihr habt da auch Zeit und seid am Start. Ansonsten, ja, hatten auch in dem Video schon gestern ein paar geschrieben, die können leider nicht. Ich werde auf jeden Fall den Part des Streams mit dem Shakes & Fidget Cup auf YouTube im Nachhinein hochladen. Ich denke mal uncut, da werde ich nicht viel schneiden. Einfach nur die Zeit von Start bis Ende mit Interviews dazwischen von den Playern und den Matches natürlich, weil das alles natürlich sehr, sehr sehenswert ist. Ne? Von daher freue ich mich drauf und das war es soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.